Na Marcel, wie lange hast du kein Golf mehr gespielt? Ja, über ein Jahr. Über ein Jahr. Ja, Na ja. gut, dann werden wir mal schauen, wie das jetzt heute klappt. Ne? Ja, ja. Hoffentlich nicht zum Fremdschämen. Ja, hallo, ich bin hier am Golfclub von Cavaglia. Das ist etwa 10 Kilometer östlich vom Lago di Verone, 40 oder 50 Kilometer weg von Turin, auch nicht weit von Biella entfernt. Und hier werde ich jetzt mal spielen mit einem Freund von mir, Marcel, und von diesem Club hier berichten. Und auch mal die Drohne fliegen lassen, damit wir uns das von oben ansehen können. Also genießt den Clip. Ja, hier die erste Bahn, 323 Meter ab Gelb, aber länger als Gelb gibt es scheint es nicht. Interessant ist hier, dass der Abschlag, die Abschlagfläche an Kunstrasen ist. Das ist eine ganz gute Idee. Na, tolles Wetter, nicht wahr? Unsere Ansteckmikrofone haben sich leider unterwegs von alleine ausgeschaltet. Und daher habe ich das Video zum Teil nachträglich vertont. Nun ja. Das zweite Loch, ein Paar 3. Und was hältst du von dem Platz bisher hier? Sehr gut, flach. Und vom Wetter haben wir ja ein Riesenglück. Aber hier so die Greenside Bunker, das ist immer trickreich. Ja, spiel du mal. Ah, gut gedacht, aber der ist nicht so gut rumgekommen. Ja. Der war nicht sehr schön. Aber die Grüns finde ich ganz gut, die sind ziemlich fest. Mhm. Ah, der fällt ab, aber die hohe Kunst des Puttens. Viel fehlte nicht. Ja. Des Öfteren so. 4. Aber ging doch nicht schlecht. Ja. Schön Wetter in Arlesheim. Ja? Ja. Vierte Bahn ist nicht sehr lang, trotzdem. Mal schauen, wie das klappt. Sehr schön. Nice. Ah, der ging einigermaßen. Ja. Danke. Ja. Marcel, schaffst du es bis aufs Grün? Nein.
Ich war rechts gelandet, hatte Bäume vor mir und musste oder wollte den Ball unter den Bäumen hindurch stoßen. Und das hat geklappt. Marcel war dafür links vom Fairway im Rough, der aber nicht allzu tief war, und landete dann im Bunker. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, an fast jedem Abschlag steht so eine Ballwaschanlage. Dieses Par 3 nicht allzu lang, aber doch das Grün gut von Bunkern geschützt und das Grün selber ist reichlich onduliert. Ja, das hier ist ein recht langes Par 5. Aber hinten am Ende vom Fairway, was so aussieht, fällt das Gelände ab. Wenn man da drüber schlagen kann mit dem zweiten oder dritten Schlag, dann kommt der Ball recht weit auf der anderen Seite herab. Hier sieht man die Kante, wo das Gelände abfällt ein wenig und dann ist das Fairway sehr, sehr fest, sodass der Ball gut rollt, wenn er auf dem Fairway gelandet ist. Hier war übrigens die einzige Stelle, wo durch die Trockenheit die Spielbahn hart war und ein bisschen abgenutzt aussah. Und da hinten sieht man wieder den Hang, über den wir gekommen sind. Hier ein recht langes Par 4 und hier mit meinem zweiten Schlag.
Ja, an diesem Dogleg hier ist der Bunker genau am Knie. Natürlich unpraktisch, und da bin ich auch drin gelandet. Das hier ist ein recht trickreiches Loch. Zum einen fängt die Spielbahn am Anfang recht eng an. Dann genau am Dogleg gibt es einen See, sodass es ein Risiko ist, da einfach abzukürzen. Auf der anderen Seite gibt es dann einen Hang hinab zum Grün, sodass man da wieder etwas Distanz gewinnen kann. Aber das Grün ist dann mit Bunkern gesichert. Der zweite Schlag am letzten Loch. Kommt zum Abschluss noch einen schönen Schlag zum Grün. Sehr schön. Ja, danke Marcel. Ja, bitte schön. Und dein Eindruck hier vom Platz? Sehr gut. Für Anfänger und leicht Fortgeschrittene und Fortgeschrittene. Aha. Aber Ja, also danke jedenfalls. Ja, noch ein Abschluss-Selfie hier. Ja doch, es hat Spaß gemacht. Wie immer beim Golf, manche schlechte Schläge, ein paar gute Schläge und vor allen Dingen ein fantastisches Wetter. Das braucht es. genau. Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich zeige ja mal noch das Restaurant, das soll ja sehr gut sein. Da werden wir auch mal etwas essen oder etwas zu uns nehmen. Und vielleicht auch noch ein Foto von den Umkleidekabinen. Jedenfalls, wenn euch das hier gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Ich habe ja unterschiedliche Sachen drauf, nicht nur Golfplatzberichte, auch Landschaftsaufnahmen mit meiner Drohne, ein paar Tesla-Filme von diesen Supercharger-Stationen, auch Bildern von oben, auch mit der Drohne. Und ich hoffe, es gefällt dem einen oder anderen. Der Platz ist gar nicht so flach, wie ich zuerst gedacht habe, weil er doch so kleine Hügel drin hat, ein paar Wasserläufe, ein bisschen Wasser, Bäume auch. Und der ist nicht sonderlich schwer, der Platz. Also ein sehr, sehr schöner Platz zum Spielen, eigentlich sehr gut gepflegt. Die Grüns waren gut, die Fairways manchmal wie bei uns die Grüns. Kurz, Fairway-Bunker gibt es auch, aber nicht allzu viele. Also man kommt eigentlich ganz gut voran. Die Grüns selber sind natürlich dann beschützt von Bunkern. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, wenn man den Platz nicht so gut kennt, muss man immer ein bisschen schauen nach jedem Grün, wo es eigentlich hier weitergeht. Aber am Ende war doch alles wunderbar schön angezeigt. Das Restaurant ist ganz schön. Und jetzt hier am späten Nachmittag gibt es nur noch Sandwiches zu essen. Aber das sieht alles ganz nett aus. Und wenn man hier in der Gegend ist, also
am Lago di Viverone lohnt es sich also wirklich hier zu spielen und oben auf der Höhe in dem Platz Le Betulle, der auch tipptopp ist. Anspruchsvoller als dieser hier, aber hier hat es sich doch sehr gelohnt, Halt zu machen. Ja, das Schöne an dem Club, es hat noch diesen Pool hier, der natürlich zu dem das Hotel gehörte, was im Moment geschlossen ist. Aber den Pool kann man benutzen. Ja, und auch diesen Tennisplatz, den hatte ich mit der Drohne gesehen. Den kann man auch benutzen. Und hier eben die Terrasse von dem Hotel, was seit kurz vor Covid oder seit der Covid-Zeit geschlossen ist, aber vielleicht demnächst irgendwann mal wieder aufgemacht wird. Aber wie gesagt, Pool und Tennisplatz und den Golfplatz und die Supercharger kann man alles benutzen.